Herzlich willkommen, liebe Corrado-Freunde. In diesem Video dreht sich alles um die Warmwasseraufbereitung in eurem Wohnmobil. Eure Heizung bietet nicht nur angenehme Wärme, sie kann auch das Brauchwasser für zum Beispiel Duschen, Händewaschen oder Abspülen aufwärmen. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Bedieneinheit. Das Einschalten erfolgt ganz einfach über den Drehschalter. Eure Heizung bietet verschiedene Modi an. Die Warmwasseraufbereitung, der reine Heizbetrieb oder eine Kombination aus beidem. Bei der manuellen Bedieneinheit zeigt die grüne Kontrollleuchte an, dass die Heizung eingeschaltet ist. Dreht ihr die Heizung mit dem äußeren Ring auf 40 bzw. 60 Grad, dann wird das Wasser erhitzt. Das Fahrzeug wird in dieser Betriebsart nicht beheizt. Das Wasser könnt ihr nun zum Beispiel für den Abwasch oder zum Duschen verwenden. Wählt ihr das Flammensymbol mit 60 Grad aus, dann wird sowohl das Wasser erhitzt, als auch das Fahrzeug beheizt. Optional verfügen einige unserer Modelle auch über eine digitale Bedieneinheit, die euch noch mehr Kontrolle über die Warmwasseraufbereitung bietet. Dort könnt ihr dann mit dem Dreh-Drückknopf genau einstellen, was ihr haben wollt, bzw. auch durch weitere Menüpunkte navigieren. Im Gegensatz zum gerade gezeigten Bedienpanel könnt ihr hier zwischen Eco, Hot und Boost wählen. Um die Auswahl zu bestätigen, betätigt einfach den Druckknopf. Die Zeitschaltuhr ermöglicht euch, die Warmwasseraufbereitung exakt nach euren Wünschen zu planen. Sollte einmal eine Störung auftreten, dann blinkt die LED der Bedieneinheit bzw. zeigt euch die digitale Anzeige der Bedieneinheit einen Fehlercode an. Die meisten Probleme lassen sich jedoch ganz einfach lösen. Ihr schaltet die Bedieneinheit kurz aus, wartet einen Moment und schaltet sie dann wieder ein. Bei dauerhaften Problemen solltet ihr euch an die Servicestellen wenden. Um Störungen zu vermeiden, empfehlen wir euch, die Heizung regelmäßig zu warten und die Hinweise zur Winterbetriebsstilllegung zu beachten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kurzen Erklärung zum Thema Warmwasser ein wenig helfen, um künftig sorgenfreier zu reisen. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns in die Kommentare.